In den nächsten Minuten siehst du einen schnellen Überblick, wie du in Lindau und der nahen Umgebung eine tolle Zeit haben kannst. Auch wenn durch die aktuellen Corona-Beschränkungen viele Reiseziele in Deutschland ungewiss scheinen. Mitte März wollten wir einen Kurztrip für 4 Tage an den Bodensee machen. Die Corona-Krise wurde in den Medien immer präsenter. Sarahs Eltern mussten ihren Trip nach Sizilien bereits canceln, da Restaurants und Touristenattraktionen geschlossen wurden. Mit einem mulmigen Gefühl vor denselben Beschränkungen zu enden, sind wir dennoch gestartet. Von Berlin sind wir in weniger als 6 Stunden mit ICE und Regionalbahn nach Lindau gefahren. Wenn du am Bahnhof ankommst, hast du bereits die wichtigsten Sehenswürdigkeiten direkt vor der Nase. Der Hafen mit neuem Leuchtturm und Löwenstatue, die Fußgängerzone in der Maximilianstraße und viele weitere schöne Gebäude auf der Bodenseeinsel. So, wir sind jetzt im Hafenbereich von Lindau. Bestimmt der beste Ort, um ein Bier zu trinken. Mobil unterwegs waren wir mit Leihfahrrädern. Für 8 € pro Tag bekommst du ein stabiles 8-Gang-Fahrrad, um flexibel die Gegend zu erkunden. Unsere erste Radtour ging in Richtung Westen am Bodensee entlang, vorbei an Wasserburg, nach Langargen. Die Strecke ist überwiegend eben, dennoch hatten wir am Ende des Tages guten Hunger auf bayerische Küche. Unsere zweite Radtour führte uns in weniger als einer Stunde über die österreichische Grenze nach Bregenz. Zwischendurch konnten wir an mehreren Stellen am Wasser halten und die Ruhe genießen. Okay, wir sind jetzt in Bregenz, der Hauptstadt von Vorarlberg. Die Stadt ist bekannt unter anderem für ihre tolle Nähe am Bodensee und ihre Festspiele. Die Bregenzer Festspiele finden auf der weltweit größten Seebühne statt, dessen übergroßes Bühnenbild alle 2 Jahre neu konstruiert wird. Von Bregenz aus fährt dich die Bergseilbahn auf den Fender in 1064 Meter Höhe. Den Weg nach oben sind wir allerdings gewandert. Die Route dauert weniger als 2 Stunden und führt dich durch schöne Wälder. Und die Aussicht auf den Bodensee wird Meter für Meter immer beeindruckender. So eine lange Wanderung wird jetzt aber belohnt durch einen tollen Ausblick. Der Sonnenuntergang von der Fenderspitze ist spektakulär. Und mit der letzten Bergseilbahn sind wir schließlich wieder zurück nach Bregenz gefahren. Wir hatten sehr viel Glück, dass gerade heute der letzte Tag war, an dem die Bahn noch nicht gesperrt war. Auch an anderen Stellen merkten wir, dass sich die Shutdown-Schlinge immer enger zog. Restaurants in Österreich waren bereits zwangsgeschlossen. Wir mussten also zum Abendessen nach Deutschland zurückradeln. Und am nächsten Tag wurde sogar die Grenze nach Österreich abgeriegelt. Nun öffnen sich wieder Grenzen und Touristenattraktionen in der Bodenseeregion. Falls du also Lust auf einen Aktivurlaub hast, empfehlen wir dir einen Besuch in Lindau und Umgebung. Und wenn du Fragen oder weitere Anregungen hast, schreib uns in die Comments.